Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir die Miroglaze Spiegelglasur machen, wie ich euch schon im letzten Video erwähnt habe. Was wir benötigen, blende ich euch wieder ein. Benutzt bitte einen kleinen, hohen Topf, dabei gelingt es euch besser. Wir nehmen 100 Gramm Zucker, 90 Gramm Milch, die 3,5%ige und 110 Gramm Kirschsaft könnt ihr ersetzen mit Wasser. Ich benutze den Kirschsaft nur, weil ich diese kirschrote Farbe mehr haben möchte. 60 Gramm Invertzucker. Wie man diesen Invertzucker, Glukosezucker, herstellt, habe ich euch oben eingeblendet. Bringen das Ganze nun zum Kochen auf mittlerer Hitze. Hin und wieder umrühren und nebenbei die 6 Gramm Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Die Gelatine könnt ihr aber auch mit 4 Gramm Agar-Agar ersetzen. Ich benutze die Gelatine aus dem Grund, da in dieser Region hier ich keine Agar-Agar bekomme. Nun müssen wir es noch ein bisschen köcheln lassen, so dass sich der Zucker und der Invertzucker richtig aufgelöst hat. Nehmen dann die 70 Gramm Butter, warten kurz bis sie sich aufgelöst hat. Nehmen die Schokolade, lassen sie auch auflösen, aber nicht mehr kochen lassen. Drücken die Gelatine aus, geben sie auch dazu in die Masse. Mixen das Ganze mit dem Pürierstab, aber so, dass es keine Luftblasen gibt. Dann geben wir die rote Lebensmittelfarbe dazu, aber Vorsicht, nicht zu viel auf einmal. So können wir besser unseren Farbton erreichen, den wir möchten. Ich gebe nun noch ein klein wenig Farbe dazu und verrühre es nur grob, so dass ich eine leichte Farbstruktur habe. Die Glasur sollte so 35 bis 40 Grad haben. Dann können wir sie über das tiefgefrorene Mousse geben. Ist die Masse wärmer wie 40 Grad, verläuft es zu schnell und man hat keinen schönen Verlauf von der Glasur. Wichtig ist auch, dass man das tiefgefrorene Mousse oder Ganache auf ein Gitter und das, was überläuft, auf einen Teller oder Kuchenblech auffängt. So wie ich.
Nun stellen wir das Ganze in den Kühlschrank und lassen es langsam auftauen. Also das Mousse sollte langsam auftauen. Und die Glasur wird dann leicht fest dabei. Die restliche Glasur, auch die, was auf dem Teller gewesen ist, kann man einfach wieder im Wasserbad aufwärmen und wieder benutzen. Nur nicht die Glasur dabei über 60 Grad erwärmen, sonst verliert die Gelatine ihre Wirkung. Also sie geliert dann nicht mehr. Danke für dein Interesse am Video. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und wünsche euch ein gutes Gelingen und bis zum nächsten Video. Euer Florian, ciao.